Hallo, ich habe heute vor, ein Netzpulli mit dieser Wolle zu häkeln. Und zwar ist es Baumwolle, Viskose, Leine. Und zwar machen wir da einen elastischen Anschlag für mit einer Häkelnadel Stärke 5. Und die Größe ist Größe 36 bis 40. Ich habe hier schon mal den elastischen Häkelanschlag für fast alle Maschen vorbereitet. 59 Maschen habe ich schon gemacht und 3 muss ich noch. Also 3 muss ich noch häkeln, und zwar zeige ich euch das mal. Diese Methode ist sehr schön, weil für die Weiterverarbeitung sieht man die Maschen sehr gut und elastisch ist er auch. So, und zwar geht man in die vorherige Masche hinein, allerdings in beide Schenkel, hier, holt sich einen Faden, zieht durch und nun häkel ich eine Luftmasche in die erste Schlaufe. So, und nun hole ich einen Faden und ziehe durch beide durch. Das war jetzt eine Masche. Wir machen gleich noch eine, also wieder durch beide. Eine Luftmasche und durchziehen. Und eine zum Schluss, dann habe ich 62 für Größe 36 bis 40 passend. So, fertig. Wir machen jetzt gleich weiter mit dem Rückenteil und häkeln 3 Reihen im Grundmuster. Das Grundmuster ist eine feste Masche in jede feste Masche. Also 3 Reihen. Vor jeder Reihe wird eine Luftmasche gehäkelt und dann häkeln wir in jede Masche eine feste Masche. Also 3 Reihen. So, ich habe jetzt hier schon mal die erste Reihe fast fertig. Das sind 123 Maschen. Also sind das 30 Gruppen. Nennen wir die mal Gruppen. Also diese Gruppen bestehen aus ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in eine feste Masche. Und dann wird hier noch eine Masche übersprungen. Insgesamt die ganze Reihe sind 30 Gruppen. Und jetzt zeige ich euch das Muster, und zwar überspringen wir jetzt diese Masche und machen in der nächsten ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die gleiche Masche und haben eine Gruppe fertig. Und das machen wir dann noch zu Ende. Am Ende der Reihe machen wir dann ein Stäbchen und am Anfang der Reihe auch wieder ein Stäbchen. Drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen. Und dann in der zweiten Reihe häkeln wir auch wieder die gleichen
Gruppen in die Luftmaschenbögen. Das heißt, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Direkt weiter. Kein Zwischenschritt, also keine Luftmasche dazwischen. Es wird dann die nächste Gruppe in den nächsten Luftmaschenbogen gehäkelt. Dann häkeln wir bis einer Höhe von 43 cm oder 30 Reihen ab der Randblende, gemessen oder gezählt. So, wir sind jetzt fertig. Also ich habe jetzt 43 cm. Nun markieren wir die Armausschnitte an beiden Seiten. Da habe ich mir hier so einen Faden abgeschnitten und die markieren wir jetzt hier. An der anderen Seite auch noch. Und dann häkeln wir weiter 20 cm. Das sind 14 Reihen. Und dann ist das Rückenteil fertig. Und zwar die äußeren 37 Maschen bilden die Schultern. Und die mittleren 49 Maschen den Halsausschnitt. So, und weiter geht's. Das Rückenteil ist jetzt fertig und jetzt fangen wir mit dem Vorderteil an. Das wird bis zu dem, also bis hier ungefähr 23 cm, das messen wir dann noch ab, genauso gehäkelt wie das Rückenteil. Also bis hierhin wird es jetzt genauso gehäkelt und dann melde ich mich gleich wieder, dann machen wir den V-Ausschnitt zusammen. Also los geht's mit dem Vorderteil. So, hallo, ich bin wieder.